Weihnachten steht vor der Tür oder ihr braucht dringend noch ein Geburtstagsgeschenk? Dann habe ich 10 Tipps für euch, um Tabletop-Spieler, Miniaturenmaler und vor allem Geländebauer passend zu beschenken. Egal, ob euer Budget 10 oder 100 Euro beträgt. Links zu allen Produkten findet ihr übrigens direkt in der Videobeschreibung und gewinnen könnt ihr auch noch was. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Ein Bastelmesser gehört ohne Frage zur Grundausstattung eines jeden Tabletop-Spielers. Entsprechend gibt es Bastelmesser wie Sand am Meer, doch wie bei jedem Werkzeug lohnt es sich, auf Qualität zu achten. Seit über 10 Jahren nutze ich beispielsweise dieses AK4 Grafikmesser von Olfa und habe mir seitdem noch einige andere Olfa-Cutter zugelegt. Denn die funktionellen Designs und die hohe Qualität und Verarbeitung sind meiner Meinung nach definitiv den kleinen Aufpreis gegenüber anderen Messern wert. Ich finde, Olfa-Messer sind daher ein ideales Hobbygeschenk, das jahrelang Spaß am Basteln garantiert. Ein weiteres Standardwerkzeug im Tabletop-Hobby ist ja der Seitenschneider. Und auch hier gibt es zahllose Modelle und Unterschiede. Vor einiger Zeit habe ich das Plier Cutting Tool von AK Interactive entdeckt und danach quasi all meine vorherigen Seitenschneider in Rente geschickt. Denn der AK Seitenschneider durchtrennt selbst hartes Spritzgussplastik von zum Beispiel Archon Studio mühelos wie Butter. Zudem hat er keine sogenannte Warte, sodass er extrem nah am Bauteil abschneidet und kaum Rückstände hinterlässt. Als zweiten Seitenschneider für Kunststoff nutze ich ansonsten noch den Hard Plastic Clipper von Wargames Atlantic. Denn dieser besitzt eine gebogene Spitze, mit der man besonders gut an enge Gussrahmenstellen oder schwer erreichbare Schnittpunkte gelangt. Wer beim Basteln ab und zu mal bohren, gravieren, schleifen oder polieren möchte und bislang keine dreistellige Summe für zum Beispiel ein Dremel Multifunktionstool ausgeben wollte, dem dürfte das Cordless Rotary Tool von AK Interactive gefallen. Mit diesem handlichen und kabellosen Werkzeug lassen sich diverse Bastelarbeiten in 3 Powerstufen von 5000 bis 18.000 Umdrehungen pro Minute erledigen. Sogar Mini-Kreissägeblätter liegen dem Gerät bei. Einzig das Wechseln von Aufsätzen ist nicht ganz so komfortabel wie bei teureren Tools, da das Bohrfutter leider keine Schnellspannfunktion besitzt. Egal ob kleiner Trupp oder große Armee, zwischen epischen Schlachten müssen Miniaturen sicher verstaut werden. Die Firma Warmac hat sich auf magnetische Transport- und Lagerlösungen spezialisiert und bietet quasi ein modulares Baukastensystem an. Im Kern sind das stabile und stapelbare Boxen in 2 Höhen, die mit einem selbstklebenden magnetischen Boden bestückt werden, auf dem dann die Miniaturen ihren Platz finden. Die magnetischen Böden gibt es in verschiedenen Designs, sodass man jede Box passend zu den eigenen Figuren gestalten kann. Ergänzt wird dies mit selbstklebenden Magnetscheiben, um sie unter die Bases der Miniaturen zu kleben. Und wer es individueller möchte, mit den magnetischen Bögen zum selber zuschneiden, lassen sich beliebige Schachteln und Kisten in eigene magnetische Lager- und Transportboxen verwandeln. Die Firma Gamersgrass ist ja eine der Anlaufstellen, wenn es um Base-Gestaltung geht. Grasbüschel in zahlreichen Farben, lasergestanzte Pflanzen in verschiedenen Designs und sogar 3D-gedruckte Bits für nahezu jedes Tabletop-Setting. Neben vielen kleinen Sets für ebenfalls kleines Geld erschienen vor kurzem die großen Basing Boxes. Darin sind jeweils thematisch aufeinander abgestimmte Grasbüschel, Pflanzen und Bits enthalten. Ideal für zum Beispiel ein Armeeprojekt, eine kleine Spielplatte oder ein Riesen-Diorama. Schaut's euch einfach mal an, denn Gamersgrass bietet garantiert für jeden Geldbeutel und jeden Geschenkewunsch etwas. Wenn die zu beschenkende Person viel malt und noch keine Nasspalette besitzt, habt ihr spätestens jetzt das perfekte Präsent gefunden. Denn auf einer Nasspalette bleiben die Farben länger frisch, lassen sich mühelos mischen und sogar über Tage luftdicht lagern. Redgrass ist einer der führenden Hersteller von Nasspaletten und bietet Modelle in verschiedenen Größen an. Wer viel malt, für den sind die größeren Nasspaletten interessant. Gelegentliche Maler dürften bereits mit der kleinen Light-Palette zufrieden sein. Farben schüttelt man per Hand auf. Ja, auch ich habe das jahrelang gedacht, bis ich bei einem Freund einen sogenannten Vortex-Mixer testen durfte.
Danach geschah das, was ich seitdem jedes Mal beobachte, wenn mich ein Freund zum Malen besucht. Schon nach dem ersten Aufschütteln ist die Ablehnung und Skepsis über so einen Technik-Schnickschnack komplett weggeblasen und die einzige Hürde ist nur noch der hohe Preis. Daher ist ein Vortex-Mixer ein tolles Geschenk, wenn etwas mehr Budget zur Verfügung steht und der Beschenkte gerne und häufig malt. Natürlich gibt es auch günstigere Rüttelmaschinchen, nur leider merkt man da sofort den Preisunterschied. Große Flächen realistisch begrünen, eigene Grasbüschel herstellen oder solch wuchernden Bewuchs auf die Spielplatte bringen? Das geht nur mit einem elektrostatischen Begraser. Preislich liegen diese Geräte nur leider oft im dreistelligen Bereich, weshalb viele Geländebauer eine Anschaffung scheuen. Was aber so ein Gerät natürlich zu einem besonders coolen Geschenk macht. Ich nutze seit Jahren den Static King von Woodland Scenics, der wahlweise mit Batterie oder Netzteil betrieben werden und nach Gebrauch unfallsicher beiseite gestellt werden kann. Wer Tabletop-Gelände selber bastelt oder auch mal Spielplatten baut und noch keinen Proxxon Thermocut besitzt, träumt sicherlich schon längst von der Anschaffung. Denn mit keinem anderen Tool lassen sich Hartschaum und Styropor derart präzise, schnell und kreativ zuschneiden. Neben dem Proxxon Thermocut an sich sollte man am besten direkt noch rund 20 € in ein wichtiges Zubehör investieren. Nämlich den Fußschalter, um immer beide Arme fürs Zuschneiden frei zu haben. Weiteres Zubehör kann man dann entweder günstig selber basteln oder über die Links in der Videobeschreibung erwerben. Natürlich sind auch die TWS-Bücher immer ein prima Geschenketipp, besonders für Geländebastler und Spielplattenbauer. Im Gebäudebuch, das zusammen mit Gerhard Bohm von Shifting Lands entstand, geht's primär ums Basteln mit Hartschaum. Im Spielplattenbuch kommen dann weitere Materialien zum Einsatz, um Wälder, Seen, Gebäude, Hügel und verschiedenste Spielflächen zu erschaffen. Einen umfangreichen Überblick über alle gängigen Hobbywerkzeuge und Materialien bietet das gleichnamige TWS-Buch, das neben jeder Menge Grundlagenwissen auch viele praktische Tipps bereithält. Ein signiertes TWS-Buch eurer Wahl könnt ihr übrigens nun gewinnen. Schreibt einfach bis zum 21. Dezember 2025 unter dieses Video, welches Hobbygeschenk ihr euch als nächstes zu Weihnachten oder zum Geburtstag wünscht. Der Gewinner wird am 22. Dezember 2025 zufällig ausgelost und erhält direkt von mir Nachricht. Viel Glück beim Mitmachen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!